Ich bin Bardo Böhlefeld, bin Schauspieler, habe die Rolle von Joker gespielt. Whoops, got me! Naja, erstmal ist es schön, eine Anfrage zu bekommen für ein Filmprojekt, was anders ist als die üblichen Filme, die man sonst dreht oder zu drehen bekommt. Das ist ein sehr spannendes Projekt und natürlich auch spielt, glaube ich, jeder gern mal den sagenumwobenen Joker. Weißt du, es war so ein Berufswunsch wie Fußballer und Astronaut werden. Und dann hat sich das auch verloren und erst kurz vor meinem Abitur dachte ich, ach Mensch, ja, da interessierst du dich ein bisschen für, und irgendwie hat mich das interessiert. Ich glaube, was mich sehr gereizt hat, war, möglichst nicht ich selber zu sein, möglichst nicht sich nicht mit mir zu beschäftigen zu müssen. Und habe aber festgestellt, als ich dann studiert habe und so weiter, dass man gerade das tun muss. Also der Joker war schon etwas, wo ich dachte, das spiele ich sehr gerne. Ich glaube, immer wenn es darum geht, in eine andere Welt zu schlüpfen, sei es im Film oder auf der Bühne, ich würde immer gerne solche Figuren spielen, die einen in eine andere Welt entführen. Und das finde ich spannend. Also ein respektvolles Verhalten miteinander ist wichtig, und ich merke oft bei der ersten Kontaktaufnahme, werde ich wirklich gebraucht, weil man mich will, oder es ist ein Notnagel. Und gibt man dieser Figur, die ich spielen soll, den nötigen Respekt. Und mit dem Schauspieler ganz nah dran an dieser Figur und an dieser Geschichte miteinander zu arbeiten, miteinander zu entwickeln und sich Zeit zu nehmen dafür. Und das ist, finde ich, wird immer weniger. Das Drehbuch ist da, damit ich weiß, okay, das ist der Ablauf der Geschichte. Aber es kann jederzeit verändert werden. Und von daher ist es auch da wieder wichtig, miteinander zusammen daran zu arbeiten und zu kommunizieren. Und deswegen ist das Drehbuch, finde ich, nicht so. Deswegen, ich schreibe mir auch selten was rein, weil es wird sich sowieso ändern. Und ich habe dann immer den Eindruck, okay, wenn ich das aufschreibe, ist es wie schon fest eingeplant. Und ist es aber nicht. Es kann jederzeit wieder aufgelöst werden und in was Neues. Genau. Und deswegen ist das Drehbuch, finde ich, gar nicht so wichtig. Ich finde es aber wichtig, dass jemand es schafft, und das finde ich ist auch selten, dass jemand es schafft, und das fand ich zum Beispiel bei diesem Drehbuch so, oder auch bei 2 anderen Filmen, wo ich dachte, okay, wenn ich ein Drehbuch lese, habe ich den Film vor Augen. Es gibt mir eine Fantasie. Und wenn das ein Drehbuch schafft, ist es ein gutes Drehbuch. Boah, das ist unterschiedlich. Also ich merke, es kommt auch auf die Zusammenarbeit an. Ich finde Proben immer gut. Immer. Weil wenn dann dieser ganze technische Ablauf losgeht, mit Drehen und da muss noch das Licht hin und so weiter, wenn das alles passiert und alle sind unter Zeitdruck, dann kannst du nicht befreit proben. Grundsatz wäre eigentlich immer proben. Nicht viel proben, aber gut proben. Also klar, es gibt die Fälle, wo dann viel zu viel geprobt wird und dann wird man verkopft und dann hast du keine Freiheit mehr vor der Kamera. Also wirklich auf des Messers Schneide bleiben, ja, nicht zu viel zu proben, etwas zu erarbeiten, aber trotzdem dem Spieler oder allen Kreativen sozusagen die Freiheit zu geben, auch anders zu reagieren. Dann, wenn es darauf ankommt, frei zu sein und sich davon loszumachen. Aber unbedingt proben. Es wird viel zu wenig geprobt. Also ich bin Fan von Comics. Ich beschäftige mich gerne
damit aber nicht ausgiebig. Merke, ich habe nicht die Zeit dafür, aber ich gehe gerne in solche Filme, weil es gibt mir nochmal eine andere Art von Ästhetik, Ideen für mein Spiel. Es entführt mich in eine andere Welt, deswegen mag ich das. Ich lese nicht so gern Comics. Ich schaue viel lieber. Ich schaue gerne dann den neuesten Film von so, oder schaue gerne Anime zum Beispiel. Es entführt mich in eine andere Welt und es gibt mir nochmal eine andere Sichtweise, aber auch, also generell, privat, aber auch für meinen Beruf. Deswegen schätze ich Comics sehr. Also, man schaut sich natürlich die anderen Joker an. Und dann gibt's da, also auch die alten, ne, da hast du Jack Nicholson, wie der den spielt und so weiter. Aber auch natürlich Heath Ledger, der für mich wie so ein Role Model war. Joaquin Phoenix, der jetzt den Oscar dafür bekommen hat. Das schaut man sich alles an. Dazu noch das Material, was du mir geschickt hast, aus diesen Computerspielen, wo wir auch lange drüber geredet hatten. Wie soll er denn sein? Und der soll nicht sowas Dreckiges haben, sondern es soll sowas Spielerisches gehen. Und ich habe mir das angeschaut und dachte, okay, das hat alles einen Einfluss auf mich. Und dazu kommt der eigene Charakter. Und es hat was Theatrales. Diese Figur hat auch was sehr Theatrales, was sehr Körperliches, was sehr Tänzerisches. Und das ist, wo ich denke, das macht mir Spaß und da nehme ich viel von mir mit. Weil ich so viel auf der Bühne stehe und mich damit beschäftige, mit meinem Körper und mit diesen Figuren, mit Figürlichkeiten. Insofern habe ich gar nicht so viel dran gearbeitet, wie arbeite ich jetzt am Joker oder wie ist der Joker jetzt, sondern das haben wir an den Proben rausgefunden. Das war ja schön. Und ich habe dann auch gemerkt beim Machen, okay, er ist mehr so. Und nicht zu sehr, nicht zu dreckig, nicht zu abgerockt, sondern er ist eher so und ich bin eher das und das nehme ich mit. Und das merkt man im Spielen. Ja, also ich habe überlegt abzusagen aus dem Grund, weil der Joker die Figur ist, die fast alle spielen wollen, gefühlt. Weil Heath Ledger den gespielt hat, Joaquin Phoenix den gespielt hat, weil vor kurzem dieser Joker-Film rausgekommen ist. Und diese Figur einfach so, so legendär ist, einfach. Und ob ich dem gerecht werde, das wusste ich nicht. Oder dachte ich, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Und dann dachte ich, ach komm, also wir haben dann telefoniert und dachte ich, scheiß drauf. Es macht dir Spaß und es soll Spaß machen. Und beim Spielen dann, beim Proben war es egal. Weil dann spiele ich den. Und dann bin ich der und es macht Freude. Im Gegensatz zu dem Joker von Heath Ledger oder von Joaquin Phoenix ist er ein Charakter, wo man nicht weiß oder wo man nicht nachvollziehen kann, wo kommt das her? Er ist jemand, der wahnsinnig darauf achtet, wie er gekleidet ist, der eine gewisse Art, der darauf besteht, Charme zu haben, stilvoll zu sein, eine gewisse Art von Etikette auch hat. In diesem Chaos, den er generiert, den er genießt. Und im Gegensatz zu den Jokern, die wir sonst jetzt kennen, ist der Joker, den man hier sehen wird, jemand, der ein liebender Charakter ist, der sich selbst liebt, der sich selbst schätzt, sich auch so anzieht, dafür einen Sinn hat, auch für Ästhetik und gleichzeitig aber auch natürlich in dem Fall Harley Quinn auch liebt. Das unterscheidet ihn, glaube ich, vor allem von den anderen beiden Jokern, die dann doch sehr gebrochene Charaktere sind.
während man geschminkt wird, während man sich anzieht und in diese andere Haut schlüpft, war sie da. Und deswegen habe ich auch gerne während den Dreharbeiten, auch in den Pausen gerne Quatsch gemacht, auch um weiter zu erfahren, wie fasst er das an? Wie fasst er den Stuhl an? Wirft er den vielleicht um? Und wie lacht er Leute an? Geht er zu nah vielleicht und hustet die an oder nicht? Und um da noch mehr zu erfahren, habe ich das gerne während der Pausen gemacht. Ach, ich weiß nicht, war so viel Freude, dass ich jetzt mit euch zu arbeiten, dass es sich gar nicht angefühlt hat wie Herausforderung. Also wenn, war es höchstens die Kälte oder die Wartezeit. Ich bin sehr ungeduldig. Und deswegen ist so Drehen, oh. Also ich liebe es. Für alle, ich liebe es. Ich liebe Drehen. Aber diese Wartezeiten sind für mich immer eine Herausforderung, weil im Theater hast du dann doch eine sehr, du gehst auf die Bühne und es wird durchgespielt. Auch einfach das schöne Miteinander. Also mit der gesamten Crew. Es waren alle super nett, sympathisch. Ich fand sehr professionell, sehr hilfsbereit und aber auch vor allem Spaß. Also ich habe eigentlich bei fast allen gemerkt, sie haben Spaß dran und haben Freude und sind auch vor allem, das hast du auch nicht immer, interessiert, was vor der Kamera passiert. Was wird erzählt? Und wenn man so rangeht, dann hat man auch ein ganz anderes Verständnis für die Arbeit. Und das fand ich, da bin ich nach Hause gegangen und dachte, das erlebt man nicht häufig. Das ist schön. Gerade bei so einem krass jungen Team. Oh Gott. Naja, also es war eigentlich ja fast eine der letzten Szenen. Es war eine der letzten Szenen, wo ich mit diesem Stab da aushole, um Kitsune eine reinzuhauen oder reinhauen zu wollen, nach hinten. Und dann war aber diese Wand da. Und dann hast du ja gesagt, okay, und bitte. Und dann sage ich meinen Satz voller Überzeugung, so gut wie nie. Und hau mit diesem Stab gegen die Wand und den Kopf in die Fresse. Und dann habe ich eine blutige Lippe bekommen. Und das war sehr lustig. Vor allem, weil ich glaube, vorher habe ich irgendwas Arrogantes gemacht. Ich glaube, mich lustig über Shisha gemacht, über irgendwas. Und dann habe ich mein Payback bekommen. Das war sehr comichaft. Ja, das war eigentlich so das Comichafte. Das war so Slapstick-Idiotie. Sagen wir es mal so, die meisten Menschen gehen gerne in diese sogenannten Mainstream-Filme. Seien es Avengers, seien es Superhelden, sei es DC, Marvel, was auch immer. Weil ich glaube, dass Menschen mit der Realität, die sie jetzt haben, die wir hier auf der Welt haben, mit all den Problemen, mit den Konflikten, sei es in der Gesellschaft, sei es in der Politik und so weiter, dass man merkt, dass Menschen vermehrt ein Bedürfnis nach einer Art Superhelden haben, deswegen sind die Avengers, sind diese ganzen Filme erfolgreich, weil du merkst, da ist ein Grundbedürfnis nach jemand Starkem, in dem man sich schützend legen kann, was auch immer, wo man sich geschützt fühlt. Jemand, der die Verantwortung übernimmt. Ich habe vollstes Verständnis dafür, weil sie einen in eine andere Welt ziehen, weil sie Vorbilder sind, weil man trotzdem dieses Bedürfnis hat nach demjenigen, der dich schützt, der die Verantwortung übernimmt. Und
auch in eine andere Welt zu ziehen. In eine andere Welt zu ziehen. Und das hast du zum Beispiel hier im deutschen Film nicht so viel. Und deswegen glaube ich dran. Deswegen kann ich euch nur unterstützen und sagen, macht es. Macht es, geht davor, reicht diese Förderung da ein und macht richtige Spielfilme draus, weil es wird sein Publikum finden. Oh Gott. Das sind so Fragen, wo ich dann antworten werde und denke, boah, das war eine gute Antwort. Und dann werde ich es nachher sehen und denken, oh ey, was hast du für eine Scheiße gelabert. Oh, was gehört auf die große Leinwand gehört alles, was seine Berechtigung hat, erzählt zu werden. Und wenn es gut erzählt ist, hat es seine Berechtigung. Und Geschichten, Personen, das ist wert. Wenn ich merke, da interessiert sich jemand nicht dafür, für die Story, für die Figuren, und man merkt, das wird so trashig, es ist schwierig für mich. Und dann denke ich, nö, das ist es nicht wert, sich im Kino anzuschauen. Think Big Studios verbindet für mich den Gedanken nach den Sternen greifen. Es klingt mega pathetisch. Eigentlich darfst du das nicht hochladen. Ich finde, aber das ist so für mich eine Metapher. Es ist, ja, Großdenken, wie der Name sagt. Es ist schön, nicht klein zu stapeln, sondern zu sagen, nein, wir erzählen Geschichten, die sich niemand zu erzählen wagen traut. Weil sie nicht kommerziell sind. Weil keiner reingeht. Weil es zu aufwendig ist. Weil es zu kompliziert ist. Und da aber immer reinzugehen. Zu sagen, das, was andere nicht wagen oder sich nicht trauen, da gehen wir rein. Und da denken wir groß. Das ist für mich Think Big Studios. Okay Leute, falls ihr den Film noch nicht geschaut habt, schaut ihn euch an. Geht dafür auf geht da auf dieses Fenster und schaut es euch an, nehmt euch die Zeit, schöne Tasse Tee, bisschen Gebäck oder Kuchen oder Chips, haut euch das rein, Lautstärke ganz weit hoch, verdunkelt den Raum und schaut euch diesen Film an.